Wir sind mal wieder in Herzlake, wo Krone bekanntlich komplette Hängerzüge baut. Sowohl der Motorwagen als auch der Anhänger bekommen einen Aufbau. Aber der Anhänger müsste stehen bleiben, wenn der Motorwagen nicht die passende Maulkupplung hätte. Und die solltest du dir von Zeit zu Zeit mal sehr kritisch ansehen. Dieses Video ersetzt natürlich wie immer nicht das Hersteller-Manual. Wenn du da Details brauchst, musst du es schon zur Hand nehmen und mal ein bisschen blättern und lesen. Und bevor du überhaupt was sehen kannst, steht in der Regel erstmal eine Reinigung an. Aber Achtung, Safety first. Bevor du feucht durchwischst, musst du die Kupplung vorher unbedingt schließen. Und siehe da, freie Sicht auf den Auflagering. Wenn der beschädigt ist oder die Minimalmarke erreicht hat, muss der getauscht werden. Dann zunächst mal ein Basischeck. Also Kupplung öffnen und wieder schließen. Und das Schließen muss verzögerungsfrei und mit einem Wumms erfolgen. Und nach dem Schließen muss der Kontrollstift komplett bündig sein, er darf keinen Millimeter überstehen. Check Nummer 3, die Fangmaularretierung. Bei geschlossener Kupplung ist das Fangmaul zu beiden Seiten frei beweglich und muss anschließend immer wieder in die Ausgangsstellung zurückschnellen. Bei geöffneter Kupplung ist das Fangmaul arretiert. Und abschließend könnt ihr noch prüfen, ob sich die geschlossene Kupplung im Befestigungslager frei drehen lässt. Und wenn sich die Maulkupplung nicht frei drehen lässt, dann fahrt bitte in die Werkstatt, dann ist irgendwas verbogen. Und die Mädels und Jungs dort können auch gleich mit ihrer Messlehre prüfen, ob der Bolzendurchmesser noch im grünen Bereich ist und wie viel Millimeter Spiel der Bolzen in der Bohrung hat.